Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie die GoBricks Steine nach Deutschland kommen und was man daraus bauen kann. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich hoffe, ich kann euch alles nochmal halbwegs verständlich machen und euch auch zeigen, was man Schönes daraus bauen kann. Also seid gespannt. Dass diese drei Kartons hier vor mir liegen, daran ist der Fabian schuld. Der Fabian, ich habe es extra hier hinten mal so ein bisschen grün gemacht, so kann ich euch das alles ein bisschen zeigen, da seht ihr, was los ist. Der Fabian hat die Seite Stoneheap Instructions gegründet. Dort gibt es für ein, wie ich finde, sehr, sehr erschwingliches Geld, gibt es Bauanleitungen von, wie ich ebenfalls finde, wunderschönen Zügen. Aktuell könnt ihr hier sogar gerade sehen, gibt es die Emma kostenlos, also die Bauanleitung, nicht die Emma, wirklich nur die Bauanleitung, keine Steine. Eine Lok, die ich mir definitiv auch noch zusammenbauen werde. Und ansonsten sehr, sehr viele Triebfahrzeuge. Ich scroll hier nur mal ganz grob drüber weg. Und Waggons, also hier tut sich einiges und hier wird sich auch im Laufe der Zeit noch einiges tun. Der Transportwaggon hier, der war mir zum Beispiel, ich mache den mal groß, der war mir bis hierhin auch noch neu. Hübsche kleine Cabrios obendrauf und so weiter und so fort. Also wie gesagt, der Fabian hat mich angeschrieben, hat gefragt, hey Olli, was hältst du davon? Bringst du meine Seite deinen Zuschauern mal so ein bisschen näher? Du machst ja so ein bisschen was mit Bluebricks-Zügen und meckerst ja auch ganz gerne immer mal darüber. Und bei mir gibt es auch vernünftig durchdachte Bauanleitungen. Es ist auch nur, so wie ich das mitgekriegt habe, ein fester Stand an Designern, sage ich mir jetzt mal, damit alles irgendwo eine klare Linie bekommt, finde ich schon mal sehr gut. Also hier kann nicht wirklich jeder bauen, was er will. Es muss alles zueinander passen. Prinzipiell sehr, sehr gut. Auch noch Gebäude. Ja doch, Gebäude sind jetzt mittlerweile auch schon da. Also hier tut sich wirklich einiges. Führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ist sehr schön. Habe ich gesagt, bin ich gerne mit dabei, bin ich bereit, das meinen Kunden, Zuschauern, also deinen Kunden, meinen Zuschauern gerne zu zeigen. Und der Fabian hat auch, klar, hat er mir einen Affiliate-Link angeboten, das will ich gar nicht verschweigen. Ihr seid ja auch nicht blöd, ihr seht das dann ja auch in der Beschreibung. Aber mit einem Code, den es für die Klemmbausteinwelt gibt, über den ihr bestellen könnt, bekommt auch ihr einen Rabatt dafür. Und das finde ich immer schön, wenn der Zuschauer davon profitiert, dass der YouTuber profitiert. Win, win. Genug geredet. Also, mir ist als erstes, ich mache es nochmal eben schnell groß, die Schneefräse oder die Schneeschleuder, wie sie hier heißt, aufgefallen. Einfach nur aus dem Grund, ich habe sie in Natur schon, also in echt schon gesehen. Es ist eine sehr imposante Lok und da habe ich gleich gesagt, hey, die würde ich sowieso gerne bauen. Da stelle ich das direkt für dich vor und zeige euch, wie ihr an China steinen könnt. Also nochmal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also, Schneeschleuder in den Warenkorb gelegt, runtergeladen, die Bauanleitung, nachdem alles erledigt ist. Dann die Wunschliste. Ich mache es immer so. Ich zeige euch das auch. Alles da oben läuft das Ganze mit. Habe ich hier meine Wunschliste angelegt. Das nennt sich hier bei mir Schneefräse 2. Warum? Das will ich euch gerne erzählen. Hier sind also jetzt soweit alle Teile drin. Moment, ich muss das mal so ein bisschen auf 100 pro Seite machen, weil sonst wird es unübersichtlich. Habe mir die Liste durchgeguckt und bin dann auf eine Sache gestoßen. 9 Volt Motor. Nicht jeder hat den zu Hause, nicht jeder möchte den kaufen und in China werde ich ihn sowieso nicht bekommen. Also kann man den getrost rausschmeißen. Ich lasse ihn mal gerade noch drin. Machen wir dann ganz zum Schluss. Dann weiter durchgescrollt. Auf der Seite war, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir mal auf die zweite Seite rüber. Genau. Und hier werden wir dann wieder Teile finden. Fliesen. Mit den Drucken drauf. Ob man die in China bekommt? Fragezeichen. Hier bei Bricklink mit Sicherheit utopisch teuer. Hier auch nochmal bedruckte Fliesen. Also ist es wirklich alles drin, was man braucht, wenn man sich diese Schneeschleuder zusammenbauen möchte. Jetzt gehe ich mal gerade wieder schnell zurück auf die Startseite von meiner Wunschliste. Ne, muss ich noch eine zurückgehen. Es dauert heute ein bisschen, aber dafür denke ich mal, könnt ihr aus diesem Video auch ordentlich Informationen rausziehen. So, wenn ich jetzt mal auf EasyBuy gehe,
was ja bei Bricklink die einfachste Möglichkeit ist, seine Teile zu finden. Ich glaube, da werden wir uns gleich alle auf den Arsch setzen. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Es ist ja auch immer eine Tagesform bei diesen Wunschlisten. Welcher Händler hat welche Steine zu welchem Preis? Ihr wisst, Bricklink ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Apotheke. Jeder kann hier Preise machen, wie er Lust und Laune hat. Und da haben wir dann schon ausgespuckt, was da auf uns zukommt. Wir haben hier also 3 Läden, die uns mit diesen Steinen versorgen können, und wir kommen insgesamt auf 536,45 € Wow, das ist ein ordentlicher Preis. Gehe ich hier mal wir gehen mal auf den teuersten Laden in Portugal. Schauen wir uns den mal gerade schnell an. Ich muss ja nichts kaufen, ich will es ja nur sehen. Wo war er jetzt? Das war der hier. Die sind auch gar nicht mal so günstig, 13 €. Also das sind schon Preise, wo ich dann manchmal denke, heiliges Ländle. Meine Güte, wir haben es hier mit Kinderspielzeug zu tun. Hier die erste bedruckte Fliese, 2,22 € und hier kommt wirklich das, was es teuer macht, was ich schon sagte, gedruckte Fliesen. Das kann nicht günstig sein. Da sind wir bei der 1x6 bei 59 €. Alleine für diese Fliesen, das ist... Wow, das sind Preise, also auch für den Tankdeckel, 26 €. Ich würde ja jetzt mal gerne sehen, was man heutzutage für so einen 9-Volt-Motor bezahlt. Ja, sollen wir mal eine Seite zurückgehen. Das macht mir richtig Spaß. Ich glaube, ich mache heute nichts anderes wie hier im Internet mit euch rumsurfen. Wo ist mein 9-Volt-Motor? Irgendwo muss er sein. Ist er vielleicht in Holland? Da ist er. Der ist mit 34,50 € sogar noch bedeutend günstiger als eine bedruckte Fliese. Ich selber habe 3 von den Dingern, braucht die also nicht kaufen. Haltet euch jetzt im Hinterkopf, 540 €, wenn ihr nichts von dieser Lok habt und euch alles kaufen wollt, damit es so gebaut werden kann, wie es ist. Ich habe dann natürlich vorgearbeitet, ihr seht ja, hier liegt schon was rum. Hier ist dann jetzt meine bearbeitete Teileliste. Auch die erweitere ich mal schnell auf 100. Was habe ich gemacht? Ich habe 9-Volt-Motoren. Also habe ich den 9-Volt-Motor rausgeschmissen. Und auch hier werde ich auf die zweite Seite gehen müssen, denke ich mal. Genau. Und ich habe alle bedruckten Fliesen rausgeschmissen. Ich habe mir die Fliesen einfach nur in 1x4 und 1x6, einfach nur in Gelb. Das ist eine Preisersparnis von mehreren Euros pro Fliese, weil unbedruckt kosten sie kein Geld. Und da jetzt irgendwelche schwarzen Striche drauf zu machen oder sich da irgendwo Aufkleber fertigen zu lassen, wird immer noch günstiger als das Ganze zu kaufen. So, was ist dann also jetzt der nächste Schritt? Diese Liste muss dann einmal als Rebrickable-Datei runtergeladen werden. Das heißt also, ihr müsst diese ganze, ich mache es immer über Bricklink, aber über Rebrickable müsst ihr das Ganze machen. Ihr bekommt beim Runterladen, bekommt ihr die Rebrickable-Datei. Damit geht ihr dann zu WhatsApp, und zwar mache ich das über Joy. Über den Joying, da müsst ihr dann mal gucken, geht ihr auf seine Homepage und dann findet ihr die Möglichkeit, ihm eine E-Mail zu schicken, weil über WhatsApp scheint er das nicht mehr zu machen. Ich habe jetzt nochmal 2 weitere Listen hochgeladen. Da hat er ganz klar gesagt, schickt mir das bitte per E-Mail. Funktioniert aber genauso. WhatsApp war bequem, E-Mail funktioniert auch. Ich habe ihn dann also angeschrieben, jetzt muss ich mal gucken, wann ist das gewesen. Am 21.01. habe ich ihn angeschrieben, dass es eine Datei gibt, habe sie ihm auch hochgeladen und es hat dann ein wenig gedauert, warum auch immer, entschuldigt. Da hat er sich dann bei mir gemeldet, hat auch gleich gesagt, dass er mich vergessen hat und hat dann die Teile über GoBricks eingeladen, hat mir dann diese Bilddatei geschickt und hat darunter geschrieben, so 52,80 $. Ein Zehntel der Bricklink-Liste, allerdings in Dollar, so dass wir hier je nach Dollarkurs 49 € zustande bringen. Brauche ich nicht drüber reden, das wird dann überwiesen. Es kam dann die zweite Liste, das sind dann die Teile, die nicht verfügbar gewesen sind. Da hat er mir aber gleich gesagt, ist kein Problem, er hat die im Bestand, sind aber keine GoBricks. Ob das für mich in Ordnung wäre, dann würde er mir diese mitschicken. War für mich
völlig in Ordnung. Dann sind diese Teile jetzt also auch nochmal dazugekommen, aber der Preis ist geblieben. Und das waren jetzt hier 10, 21, 30, 35 Teile, die jetzt einfach mal so mit dazugekommen sind, ohne dass es teurer geworden ist. Wunderbar. So, dann gibt es dann immer schön die Liste mit den Teilen, die er nicht bekommt. Da gehe ich dann wieder zurück nach Bricklink. Und dann mache ich im Prinzip nur eine kleine Inventur. Ich hake ab, was von Joy kommt, und das, was von Joy nicht kommt, sehe ich dann ja automatisch in der Wunschliste. Das bestelle ich mir dann über Bricklink. Passt aber bitte da auf, bestellt nicht bei der erstbesten Apotheke, die euch da die Teile anbietet. Geht so ein bisschen durch, wenn ihr bei Bricklink sagt, die Teile möchte ich kaufen und ihr kriegt da 10 Händler ausgespuckt. Geht wirklich alle 10 durch. Bricklink sortiert nicht nach dem günstigsten Händler. Das musste ich mittlerweile schon mehrfach feststellen. Naja, und dann dauert das Ganze. Heute ist der 6.3. Ich habe am 5.3. alles zusammen gehabt. Bricklink und meine China-Steine. Meine China-Steine sind hier drin. Könnt ihr auch wunderschön daran erkennen, dass hier chinesische Schriftzeichen drauf sind. Und nur damit man es mal im Verhältnis sieht, hier ist es eine Handvoll Teile und hier drin ist auch nicht viel mehr. Also das Ganze, was ich über Bricklink noch zukaufen musste, hat mich 15 € gekostet und dann war ich durch damit. Also für 48, 58, für 63 € ist die Schneefräse bei mir auf dem Tisch gelandet. Jetzt habe ich viel erzählt über Fabian, über Stoneheap, über GoBricks und Joy. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, taugt die Lok, was die wir da bekommen? Das finde ich nur raus, wenn ich das Ganze baue, und das werde ich jetzt machen, also seid gespannt. ...93 Bauschritte und mir ist mal siebenteils eingefallen, ihr seid ja auch noch da.
Das Bauen macht eine Riesenfreude. Eine absolute Riesenfreude. Wobei, Bluebricks-Fans, haltet euch jetzt bitte die Ohren zu oder spult das Ganze mal so ein bisschen vor. Auch hier gibt es Bautechniken, wie wir es vom Bluebricks gewohnt sind. Hier muss ab und zu mal was an einer Noppe hängen. Stelle ich überhaupt nicht in Frage, rede ich auch gar nicht. Schön, aber hier hält's. Warum hält es hier? Weil hier der Kunde, der ich ja jetzt nun mal gewesen bin, in der Beziehung, weil ich es bauen wollte, hergegangen ist und hat GoBricks Steine gekauft. Ich werde mir nachher noch den Spaß gönnen und guck mal ein ungefähr gleichwertiges Set von der Steinezahl, was es bei Bluebricks kosten würde. Ich bin sehr gespannt. Das hier sind Welten gegen die Klemmkraft von Bluebricks. Würde ich das aus Bluebricks-Steinen bauen, das wäre schon in der Tonne. Warum? Eine Schneefräse hat das Phänomen, sie kann vorwärts und rückwärts gleichzeitig fahren. Das heißt, sie dreht sich einfach nur. Das funktioniert hier nur mit einem Turntable. Der hält. Ihr seht das, der fällt nicht ab. Hier drin 3 Motoren versteckt, sehr schön designt. Ich habe nicht nach vorne geguckt in der Bauanleitung. Ich bin deswegen hier, damit ich euch die mal zeigen kann. Denn das Ganze wird ja dann nachher alles, denke ich mal, verschlossen. Und hier ist viel Energie verschwendet worden, um später, oh, ich muss ja aufpassen, was ich das ja auch wie gesagt immer drehen. Hier ist viel Energie verschwendet worden für etwas, was man später gar nicht sieht. Das heißt, es ist ja keine Energie als solches verschwendet worden. Die Energie kommt uns ja zugute. Aber hier ist wirklich Detail. Auch hier, wenn ihr das seht, hier sind nicht die typischen Lego-Teile drauf. Das ist alles hier von Hand gebaut. Das Problem ist, es ist alles sehr dunkel. Ihr seht das vielleicht nicht ganz so gut. Und weil auch dieses blöde Fokus-Ding immer auf mich gerichtet ist. Von der Seite sieht man, ja, es ist schwer zu sehen, aber wer schon mal vor einer Lok gestanden hat, vor einer älteren, ich rede jetzt nicht von dem ICE oder so, wo alles schön hinter irgendwelchen Klappen verschwunden ist, wo dann früher noch die Schläuche runterhängen und die Kupplungsstangen und sowas, die sind auch hier, die sind nicht in den Formteilen mit drin, aber hier hat man sie mit berücksichtigt. Das ist wirklich wunderbar bis hierhin. Und da kann ich immer nur Kopfschütteln sagen, schade Flörsheim, auch ihr habt sehr schöne Designs, aber ihr versaut euch mit euren Steinen. Und das kann man hier wirklich ganz klar erkennen. Hier wird mit Jumper Plates gebaut, dann kommt ein Teil drüber und das hält, weil es die Steine hergeben. Und deswegen macht dieses Bauen auch eine Riesenfreude. Und weil es eine Riesenfreude macht, will ich euch jetzt auch nicht weiter auf den Keks gehen, sondern will ich lieber weiterbauen.
220 sehr entspannte Bauschritte. Die sind soeben vorbeigegangen. Ich weiß nicht mal, wie lange ich gebaut habe. Ich habe nicht auf Uhr geguckt. Gefühlt waren es circa 10 Minuten. Ich glaube, das Ganze hier spricht für sich. Ich brauche wieder irgendwas. Dann komme ich mal so ein klein bisschen damit näher und hoffe, dass ich hier jetzt nichts runterschmeiße. Manchmal ist man ja mal so ein bisschen paselig. Lasst euch jetzt bitte nicht durch diesen wunderbaren Karton irritieren. Dieses Set ist nicht von Bluebricks. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr gelungenes Set, diese Schneefräse. 8 breit. Der Deckel hier lässt sich abnehmen und gewährt uns so einen kleinen Einblick auf die Motoren. Nein, nicht auf die echten Motoren, mit der die Lok dann auch auf der Anlage fahren kann, sondern mit den Motoren, die der Designer noch mit reingebracht hat, um auch dieses Detail irgendwo in die Lok mit unterzubringen. Ich muss jetzt hier echt aufpassen, ich will sie ja wirklich nicht runterschmeißen. Das wäre nämlich sehr, sehr schade drum. So, nehmen wir das hier mal weg. Nee, nehmen wir nicht weg. Jetzt kann ich sie auch ein klein bisschen besser anpacken. Ich räume hier meine ganze Hütte um für so eine kleine Lok. So, oder es ist ja keine Lok, es ist ja schon ein Arbeitsgerät. Wie beim Vorbild auch, lassen sich die Schilde hier vorne auseinander und zusammenfahren. Ich habe sie jetzt ein klein wenig auseinander gemacht, weil ich denke mal, das sieht optisch im Regal ein bisschen besser aus. Auf der Anlage wird man sie sicherlich zusammenklappen müssen, weil ansonsten rasieren die Dinger links und rechts von der Anlage alles weg. Ich habe vorhin gesagt, man kann die Lok drehen, damit sie rückwärts fahren kann. Das ist nicht ganz so richtig. Auch ich hatte dann die Bilder im Kopf, wo ich gedacht habe, meine Güte, jetzt fährt die hier Karussell, während sie vorwärts fährt. Es ist also wirklich nur, damit sie links und rechts schwenken kann, um auch gleisnahe Bereiche noch von Schnee befreien zu können. Ich will jetzt aber eigentlich gar nicht über die Lok großartig im realen Leben reden, sondern ich möchte dieses Modell einfach mal für sich sprechen lassen. Also diese 11 € für die Bauanleitung plus die, ich habe es am Anfang des Videos erklärt und jetzt habe ich es vergessen, ich glaube irgendwas um die 60 € für die Steine sind es gewesen, sind es alle Male wert. Ich hatte es vorhin, als ich das erste Mal so ein bisschen was erzählt habe, schon angesprochen, dass ich gesagt habe, hätte Bluebricks nur ein bisschen mehr Mumm in den Knochen und würde bei GoBricks einkaufen, dann würden die sowas auch können. Dieses Ding hier ist sehr, sehr nah an den Bluebricks Dampflokomotiven. Nicht von der Optik, das sieht glaube ich jeder, aber von den Bautechniken. Hier ist einiges, wo nur eine Noppe da ist zum Halten. Hier vorne das Schild, das ist alles nicht das stabilste. Aber es lässt sich mit diesen Steinen wunderbar bauen. Ich habe so manches Mal gedacht, oh, wären das jetzt Jumperplates von Bluebricks gewesen, die wären mir hier um die Ohren geflogen. Ich hätte diese Lok niemals so zusammengekriegt, dass ich auch sagen kann, ich nehme die einfach mal so hoch. Hier fällt nichts ab. Also es ist wirklich ganz klar, die Qualität der Steine macht das halbe Modell. Dann kann man auch mal waghalsig designen. Hier hat der Designer wirklich sein Herzblut reingelegt. Ich weiß nicht, ob er das Ding mal selber gefahren ist oder wirklich nur stundenlang Fotos geguckt hat. 8 weit, ja, da bringt man sowieso einiges mehr unter, als wenn man das nur 6 Noppen breit macht. Das ist auch ganz klar. Das hier ist eine rundum schöne, gelungene Geschichte. Die bekommt ihren Platz bei mir im Regal und die wird sicherlich nicht nur eine Woche da drin stehen. Die darf hier auch etwas länger bleiben, bevor ich sie dann leider Gottes auch wieder irgendwo staubdicht verpacken muss. Interessant ist meine GoBricks Bestellung. Da sind reichlich Steine übrig geblieben. Ich habe sie im Vorfeld nicht gezählt. Da ist also einiges mit dazugekommen, was gar nicht gebraucht wird. Sehr schön, freut mich natürlich riesig. Wie gefällt euch dieses Set? Schreibt es mir in die Kommentare. Ist das was, wo ihr sagt, oh ja, die Seite, die gucke ich mir auch an. Da werde ich mir auch die ein oder andere Bauanleitung bestellen. Jetzt weiß ich ja auch, wie ich recht zwangfrei an meine GoBricks Steine kommen kann. Also kann es losgehen. Ich habe euch unten natürlich alles verlinkt, was irgendwie
mit diesem Video, was angesprochen wurde, was damit zu tun hatte. Ich werde euch auch, das mache ich jetzt hier oben, nochmal einen Link zu einem Stream geben. Da bin ich Gast gewesen. Auch da haben wir gute 1,5, 2 Stunden nur darüber gesprochen, wie man GoBricks Steine nach Deutschland bekommen kann, was uns die Seite GoBricks so erzählt, wie man da Informationen rausziehen kann. Alles das findet ihr auch nochmal zusätzlich in dem Stream. Da geht ihr mal bei Kevin auf den Kanal, guckt euch das alles an. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst da auch bitte einen Daumen hoch und gerne auch ein Abo. Ich denke mal, da wird er sich freuen. Gefreut hat es mich, dass ihr euch eure Zeit genommen habt, um mir zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, klar, wisst ihr, Daumen hoch, Daumen runter, die Funktionen stehen euch kostenlos zur Verfügung, also nutzt sie reichlich. Bis zu meinem nächsten Video. Da hoffe ich natürlich inständig, dass wir uns gesund wiedersehen. Habt noch eine schöne Zeit und macht euch einen schönen Tag.